Unterwegs, als Nomaden um die Welt. Während sich Covid über den Globus ausbreitete, umrundeten wir Australien im Geländewagen. Als Russland die Ukraine überfiel, backpackten wir durch den Süden des afrikanischen Kontinents. Als der gewaltsame Tod Mahsa Aminis weltweite Proteste gegen das iranische Regime auslöste, durchquerten wir die USA von Ost nach West. Wir verließen Deutschland 2018 nicht, um uns vom Weltgeschehen abzukapseln. Ganz im Gegenteil. Wir wollten raus aus unserer Bubble, eintauchen ins Unbekannte, den Planeten mit allen Sinnen entdecken. Doch irgendwie fühlte es sich in den vergangenen Jahren öfter an, als seien wir ganz weit weg statt ganz nah dran. Eher nirgendwo als überall. Die Stationen zu kurzweilig, um anzukommen, die Begegnungen zu flüchtig, um sie zu vertiefen. Keine Familie, keine Freunde, kein Zuhause, keine Stammbar, kein Lieblingsrestaurant, kein Späti um die Ecke. Nur wir, verloren in der Freiheit. Ich war länger Reisender als Student, länger Reisender als Angestellter, länger in der Welt unterwegs als in den eigenen vier Wänden zu Hause. Mittlerweile fühle ich mich wie ein Steinchen, das in der Flut der eigenen Erinnerungen herumgeschleudert wird. Ist es an der Zeit, dieses Kapitel abzuschließen? Keine Geldsorgen, kein Zeitdruck, keine Verpflichtungen. Scheint, als leben wir einen wahr gewordenen Traum. Oder? Sind wir wirklich glücklich? Und kann uns überhaupt etwas glücklich machen, wenn all das es nicht tut? Es ist absurd. Wir fühlen uns reisemüde, überfordert von all dem Länderhopping, während 100 Millionen Menschen vertrieben aus ihrer Heimat nicht wissen, wohin. Im 5. Jahr unserer Weltreise jedenfalls hat unser Kompass den Geist aufgegeben. Unsere Reise ist zum Selbstzweck geworden, unser Leben eins ohne Mission und ohne Ziel. Anfang 2023 landeten wir irgendwie in der nordthailändischen Provinz, in einem Meditationszentrum angemeldet für einen sogenannten Vipassana-Kurs. 10 Tage Schweigen, ohne Handy, ohne Internet, ohne Bücher, ohne Musik, ohne Filme, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Weitestgehend reduziert auf die Welt innerhalb der eigenen körperlichen Grenzen. 11 Stunden am Tag meditieren, ohne jemals vorher meditiert zu haben. Eins Menschen, die mit Spiritualität weniger gemein haben als Nonnen mit Sex. Was haben wir uns dabei gedacht? Unsere Vorabrecherche beruhigte uns, dass Vipassana immerhin kein Hokuspokus ist, kein Esoterik-Gedöns, keine Abzockerveranstaltung, bei der Pseudogurus uns im Austausch für mehrere 100 € Kalendersprüche um die Ohren hauen. Vipassana hat nichts gemein mit all den Retreats und Self-Love-Seminaren, in denen Zettelchen mit Ängsten ins Feuer geworfen werden, in der Hoffnung, sie würden dadurch für immer verschwinden. Zwar wussten wir auch nicht ganz genau, was uns erwartet, aber was hatten wir schon zu verlieren? Wir wollten die älteste Meditationstechnik Indiens kennenlernen und erlebten wohl die intensivsten 2 Wochen unserer gesamten Weltreise. Wie ist es wieder in der Welt zu sein? Schon ein krasses Gefühl. Kann ich noch gar nicht richtig verarbeiten, ehrlich gesagt. So die ganzen Eindrücke jetzt wieder zu sprechen mit Menschen und so, aber tut gut. Irgendwie tut es auch gut. Jetzt ab ins Zimmer.
ja, man hat ja noch nie in seinem Leben, seitdem man auf der Welt ist, irgendwie so für so einen langen Zeitraum geschwiegen auch. Also selbst als Baby hat man ja kommuniziert. Man hat ja geweint und geschrien und man hat ja Laute von sich gegeben. Ja. Und hier war man halt 10 Tage still. Es war für mich halt auch eine körperliche und mentale Grenzerfahrung. Ich dachte, ich chill da 10 Tage und meditiere und bin halt mit meinen Gedanken beschäftigt, was halt mental herausfordernd ist, aber es war für mich auch eine sehr körperlich anstrengende Geschichte. Das Handy habe ich zum Beispiel gar nicht vermisst. Und auch so Filme oder so habe ich jetzt auch nicht wirklich vermisst. So, ich hätte gerne mal Musik gehört, gerne mal irgendwie so schon irgendeine Form der Unterhaltung gehabt. Oder hätte gerne mal was geschrieben oder irgendwas gelesen oder so, aber es war jetzt nicht das, womit ich halt irgendwie krass gestruggelt hätte. So. Womit hast du am meisten zu kämpfen gehabt? Was war für dich so die größte Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung war für mich die Konzentration in den Meditationsstunden sozusagen. Bei mir habe ich gemerkt, dass ich so extrem oft abschweife in meinen Gedanken, dass ich ständig irgendwie in der Zukunft oder Vergangenheit bin und die Schwierigkeit habe, im Hier und Jetzt zu sein. Für mich waren es die körperlichen Schmerzen, ja, mit denen ich am meisten so zu kämpfen hatte. Ja, das war teilweise Kampf. Also ja, da bin ich schon echt weit über meine Grenzen hinaus auch gegangen. Das war für mich so wie ein Berg zu erklimmen. Irgendwie. Aber es war für mich auch ein Kampf, weil ich halt diese Konzentrationsschwierigkeiten hatte und dadurch auch hibbelig war in meinem Körper. Es ist ja auch bei Vipassana immer dieses Zusammenspiel von körperlichen Schmerzen oder körperlichen Erfahrungen, die dann irgendwas freischaufeln, was im Unterbewusstsein verborgen liegt. Ja. Dachtest du denn mal ans Aufgeben oder kam das für dich in Frage so? Ich wusste eigentlich, egal wie schwer es wird, so, ich werde schon durchhalten. Es sind im Prinzip nur 10 Tage, obwohl diese 10 Tage für mich wie eine kleine Ewigkeit waren. Ich bin, glaube ich, auch so ein Mensch, der, wenn er was anfängt, egal ob es ihm gefällt oder nicht, es einfach durchzieht. Ja. Wie war es für dich? Ich dachte jeden Tag ans Aufgehen. Also man war ja insgesamt 11 Nächte dort, also insgesamt 12 Tage. Und schon am ersten Abend haben die uns ja diese Einführung gegeben und haben dann also quasi nochmal in aller Ernsthaftigkeit verdeutlicht, dass das Aufgeben eigentlich keine Option ist, dass frühzeitiger Abbruch eigentlich keine Option ist, für niemanden zur Debatte steht. Und wenn man irgendwie Zweifel daran hat, ob man es durchziehen kann, dann soll man jetzt gehen. Ja. Und ich dachte mir so, ja, ich habe Zweifel, also gehe ich jetzt. Aber ja, habe ich dann dagegen entschieden. Was hat dich denn dazu gebracht, dich dagegen zu entscheiden, zu gehen? Weiß ich nicht, einfach so die Neugier auch. Ich wollte mich auch nicht wie ein Versager fühlen, direkt am ersten Abend. So. Das war mir auch ein bisschen unangenehm. Also da hat mein Ego auch mitgespielt. Andererseits habe ich mich dann damit motiviert zu sagen so, ey, wir waren in Australien zum Beispiel und haben da die größten Scheißjobs gemacht. Ja. Also haben wirklich hart geackert, nur für Geld. Ja. Sachen gemacht, die uns halt überhaupt keinen Spaß gemacht haben, über Monate hinweg. Ja. Und hier, wo es darum geht, 10 Tage, nur 10 Tage an mir zu arbeiten, da denke ich ans Aufgeben, da will ich das Handtuch werfen. Das ist halt so absurd und so dämlich ja auch, dass ich mir dann auch gesagt habe, okay, du musst das einfach durchziehen. Ja. Ich habe ja auch früh gemerkt, dass es mir was bringt. Worauf hast du dich denn so gefreut? Ich glaube, am meisten habe ich mich so auf den Austausch gefreut nach den 10 Tagen. Und natürlich habe ich mich auf dich gefreut, genauer zu wissen, wie es für dich lief, wie du alles empfunden hast, was du in den 10 Tagen erlebt hast. Dadurch, dass wir in unseren, seit 4 Jahren sind wir jetzt 24/7, jeden Tag zusammen, schlafen jeden Tag in einem Bett, war das halt auch nochmal was komplett anderes. Worauf hast du dich gefreut? Ja, auch so auf dich hauptsächlich. Aber auch so auf das Gefühl, wieder frei zu sein, sozusagen. Man war ja schon eingesperrt. So räumliche Freiheit hat mir auf jeden Fall gefehlt. Und auch auf so eine Art so einen Neubeginn. Also ich wollte wieder leben und nicht nur hier eingesperrt sein und nicht permanent mit mir selbst beschäftigen. So. Was hast du dann so gelernt, beziehungsweise was nimmst du für dich mit? Eines der Hauptpunkte, dass sich alles zu jeder Zeit verändert. Dass wenn du zum Beispiel in deiner
dass du eine Stunde da sitzt und deine Schmerzen erträgst, aber dass in dieser einen Stunde nicht durchgehend Schmerzen sind, sondern sich das ja auch die ganze Zeit verändert. Ja. Dass es halt von dem übelsten Schmerz plötzlich zu einer übelsten Erleichterung kommt, dann ist der Schmerz wieder da, dann kommt wieder die Erleichterung, aber darauf halt nicht zu reagieren. Sachen, die man intellektuell vielleicht versteht und weiß, aber da nochmal fühlt und wirklich verinnerlicht und begreift. Das fand ich schon krass bei Vipassana, wie sehr man gewisse Sachen verinnerlicht hat. Ja, für mich war das auch auf jeden Fall, das war so das Heftigste. Und das ist auch das, was ich am meisten mitnehme und was mir auch am meisten so in Erinnerung bleiben wird. Ja. Dass man halt wirklich, wie du schon gesagt hast, so Floskeln, die man immer wieder gehört hat, so jeder Moment ist kostbar, genieße jeden Augenblick, so alles schnell vorbei. Ja, alles ist vergänglich, weißt du, so solche Sachen, die man tausende Male gehört hat, so da halt wirklich körperlich gespürt hat. Es war jetzt nicht nur eine einmalige 10-tägige Erfahrung und jetzt geht das Leben weiter, wie es ist, sondern es ist so, als hätte man eine neue Sprache gelernt, als hätte man tauchen gelernt oder so, als hätte man man hat wirklich einen Skill an die Hand bekommen. Vipassana heißt halt auch hart arbeiten an sich selber und das permanent. Ja, und das fand ich zum Beispiel auch wirklich sympathisch an diesem ganzen, an dieser Praxis so. Dadurch, dass du halt auch nicht spirituell bist, ja, oder wir beide überhaupt. Allein in den vergangenen 12 Monaten wachten wir an 105 verschiedenen Orten auf. Im Schnitt jeden 3. Tag woanders. Was nicht bedeutet, dass wir auch in so vielen unterschiedlichen Betten schliefen. Manchmal reisten wir mit unserem eigenen im Schlepptau, was uns Zugang zu den schönsten Badezimmern der Welt eröffnete. Seit 2018 haben wir 15 Länder auf 4 Kontinenten bereist. Gar nicht mal so viele für eine derart lange Zeit. Und doch geraten wir immer wieder ins Stocken bei dem Versuch, all das Erlebte angemessen zu verarbeiten. Die Bilder der letzten Jahre verschwimmen ineinander. Wo genau wir was erlebt haben, lässt sich manchmal gar nicht mehr auseinanderhalten. Nicht schlimm. Denn die meisten Leute fragen ohnehin nicht danach, was wir wo erlebt haben, sondern wie wir uns all das finanzieren. So als leisteten wir uns etwas Unleistbares. Dabei ist die Formel in unserem Fall ganz einfach. Arbeiten, sparen, verkaufen, was man nicht braucht. Wir verließen Deutschland mit 20.000 Euro, verpulverten die Kohle in Asien, landeten 12 Monate später in Australien, reisten, arbeiteten, gaben das Doppelte aus, legten aber auch das Dreifache zur Seite und leben seit mehr als einem Jahr wieder nur von unseren Ersparnissen. Wie viel uns also 5 Jahre Weltreise kosten? So viel wie eine kleine Eigentumswohnung in einer deutschen Stadt. Ist das nun viel oder wenig? Keine Ahnung. War es uns das wert? Dass Reisen kein Dauerurlaub ist, mussten wir erst lernen. Es als unseren Alltag annehmen und wie jeder andere Alltag hat auch unserer Höhen und Tiefen. Schwer zu bewerten also, ob wir tatsächlich die beste Zeit unseres Lebens haben, aber es ist definitiv die unvergesslichste. Irgendwo an der Westküste Australiens lernten wir mal eine Frau kennen. Sie meinte, sie könne sich an jeden einzelnen Tag ihres Weltreisejahres erinnern, aber nur an ein Dutzend Tage aus dem Jahr danach. Ein Jahr, in dem sie von 9 to 5 im Büro arbeitete. Das mag stimmen, aber vielleicht ist unser Gehirn gar nicht dafür gebaut, derart viele intensive Erinnerungen aufzunehmen. Vielleicht ist irgendwann die Kapazitätsgrenze erreicht. Vielleicht ist irgendwann auch einfach mal gut. Wir sind momentan noch in Bangkok in Thailand. Morgen fliegen wir nach Indien. Und dort werden wir dann ganz gemächlich von Goa uns immer weiter Richtung Norden bewegen innerhalb Indiens und dann auch über Land- und Seeweg zurück nach Deutschland heimreisen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir werden nicht zurückfliegen, wir werden die Heimreise langsam
gestalten. Also wir werden uns langsam nach Hause bewegen. Ja, was ist schon zu Hause nach 4,5 Jahren ohne ein richtiges, also naja, wie auch immer. Wir haben uns für diese Route sozusagen entschieden, eigentlich weil wir schon immer mal nach Indien wollten, aber immer einen gehörigen Respekt davor hatten, in dieses Land zu reisen. Haben uns da irgendwie noch nie so richtig zu bereit gefühlt. Aber jetzt sind wir ready, wir haben übelst Bock auf das Land. Das ist so der Grund, warum wir auf jeden Fall unsere Rückreise sozusagen in Indien beginnen. Ja. Und ja, wir werden mehr oder weniger versuchen, auf der ehemaligen Silk Route zurück nach Deutschland zu kehren. Von Südindien nach Nordindien, dann irgendwie über Pakistan. Auf irgendeinem Wege wollen wir auf jeden Fall nach Kirgisistan. Ja, und dann Kirgisistan, Usbekistan, Kasachstan, über das Kaspische Meer rüber nach Aserbaidschan und von dort langsam über die Türkei nach Europa. Das ist so grob der Plan. Inwieweit sich das auf diesem Wege realisieren wird oder auf irgendeinem anderen, das wird sich zeigen. Warum wir nicht einfach so in ein Flugzeug steigen. Ich persönlich habe Respekt davor, zurück nach Deutschland zu kehren. Nach einer derart langen Zeit nicht in Deutschland. Und es war ja auch unser Lebensstil. Das Reisen war halt unser Leben. Es war nicht nur ein bisschen Urlaub machen, sondern wir haben das jetzt halt über 4,5 Jahre gelebt. Ja. Und das wird sich natürlich auch mit der Rückkehr nach Deutschland ändern. Ja. Von daher ist das eine enorme Umstellung für uns. Und wir freuen uns trotzdem drauf, wir freuen uns auf dieses neue Kapitel, aber wir wollen es halt langsam angehen lassen, um uns langsam daran zu gewöhnen, um uns langsam mit den Gedanken anzufreunden, um auch kulturell und landschaftlich nicht dem Gefühl der Täuschung erlegen zu sein, wie man das halt ist, wenn man in ein Flugzeug steigt, Tausende von Kilometern innerhalb weniger Stunden zurücklegt, aussteigt und man ist gefühlt quer über den halben Globus geflogen. Und ja, ich glaube, die Seele und der Geist und der Verstand kommen da manchmal nicht so mit dem Körper hinterher. Und dann ist es manchmal eine Überforderung. Genau, deswegen wollen wir Körper und Geist in einer Einheit langsam und gemächlich ans Ziel bringen. Wir freuen uns drauf, wir sind sehr gespannt. Wir haben keine richtige Vorstellung, wie das alles so laufen wird. Ja, aber hatten wir auch nie wirklich. Hatten wir auch nie wirklich in den letzten Jahren, von daher, es kommt wie es kommt. In weniger als 24 Stunden sind wir dann auch schon in Indien. Genau, und dann startet ein neues und wahrscheinlich auch letztes Kapitel unserer zumindest vorerst großen Weltreise. Ich bin auch echt aufgeregt. Ich bin nicht. Ja. Ich bin. War's das? Oh, sogar gewonnen. Wo gehen wir heute essen? Auf den Markt, auf unseren Lieblingsmarkt. Der hat sich leider verändert, aber trotzdem gefällt er uns, glaube ich, bis jetzt am besten. Was willst du heute essen? Ich habe Lust auf Sushi. Ich hoffe, heute gibt es Sushi da. Und natürlich auch Mango Sticky Rice. Was ist dein Lieblings-Thai-Essen? Ich
glaube, wir machen lustige. Das Essen im Meditationszentrum war geil, ne? Ja, das Essen dort. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, deswegen kann ich nicht sagen. Aber das war, glaube ich, mein Lieblingsessen. Dort im Meditationszentrum, ja. Was ist dein Lieblingsessen? Weiß ich noch nicht. Thailand bot uns in den vergangenen 5 Jahren gewissermaßen einen Heimathafen in Asien. Hier keimte unser Weltreiseplan, hier feierten wir unsere Junggesellenabschiede, hier heirateten wir und hier starteten wir ins Jahr 2023. Was angenehm war, nachdem wir die vorherigen 4 Jahreswechsel in irgendwelchen Halbwüsten feststeckten, die jedes Gefühl von Festtagen verschluckten wie ein Sandsturm einen Käfer. Thailand ist ein bisschen zu Hause geworden, auch wenn sich die Region in einem unfassbar rasanten Tempo weiterentwickelt. Vor allem Bangkok wirkt mittlerweile aufgeräumter denn je. Die Regierung pumpte während der Pandemie Millionen in öffentliche Verkehrsmittel, in die Flughäfen, in Gehwege und Parks. Doch trotz des Wandels schafft es die Metropole, ihrem unverwechselbaren Charakter treu zu bleiben. Die Kontraste, die Skurrilitäten, das Alte und das Neue. An jeder Ecke tut sich was. An jeder Ecke pulsiert das Leben. Paradoxerweise wirken die Einwohner aber nie gehetzt, nie gestresst. Wir fühlten uns von Bangkoks Menschenmassen nie verschluckt, durchgekaut und ausgespuckt. Das machen Großstädte normalerweise mit uns. Nicht aber Bangkok. Ganz im Gegenteil. Ihre knapp 15 Millionen Einwohner drängeln nicht, hetzen nicht, bleiben immer freundlich und respektvoll. Das Essen, die Kultur, die Menschen, die Energie. All das macht Bangkok zu einer unserer absoluten Lieblingsstädte. Die Metropole ist ihrem einst verruchten Ruf längst entwachsen. Als wir 2017 das erste Mal auf Bangkoks Khao San Road entlang spazierten, gab es gefälschte Reisepässe, Bahncards, Führerscheine, easy zu kaufen an Straßenbuden zwischen Partei- und Elefantenhosen. Keine 2 Jahre später gleichen derartige Absurditäten bereits kaltem Kaffee. Daran ändert auch die Cannabis-Legalisierung nichts, auch wenn manch deutsches Medium gern mal versucht, das Gegenteil herbeizuschreiben. Zombieartige Kifferherden liefen uns jedenfalls nicht über den Weg. Das Gegenteil ist der Fall. Keine zwielichtigen Gestalten mehr auf den Straßen, die Cannabis-Shops wirken schick und edel, wir haben niemanden in der Öffentlichkeit kiffen sehen und fühlten uns selbst in den dunkelsten, entlegensten Ecken der Stadt so sicher wie nirgends sonst auf der Welt. Unser letzter Abend in Thailands Hauptstadt. Vermutlich für eine lange Zeit. Bangkok, danke für alles. Du wirst uns immer ein Stück Heimat bleiben. Nimmst du eigentlich? Warte mal erstmal. Ja, ich lege erstmal hier hin. Du kannst auf jeden Fall meinen Hoodie, falls der da drin ist, der kann raus eigentlich. Ziehst du eigentlich deine Jeanshose an? Nee, ich ziehe meine helle Hose. Was? Meine lockere helle. Wenn jemand denkt, dass nach 4 Jahren so packen einfacher ist, ist es nicht. Es ist immer wieder eine neue Wissenschaft, für mich auf jeden Fall. Für uns beide auch. Man weiß ungefähr so, wie man es machen soll. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Ob man dann irgendwie... Ich glaube, Handgepäck wäre am besten, so wenig wie möglich zu haben. Jetzt beim Packen würde ich am liebsten die Hälfte davon aussortieren, nur um mehr Platz zu haben. Nicht immer diesen Struggle. Ich glaube, ich trage den so selten, aber ich nehme den trotzdem mal mit. Warum eigentlich? Ja, weil
wenn man dann mal was so zum Umhängen braucht, ich habe halt nur eine Sache, die man so umhängen kann und das ist so das Einzige, dann lohnt sich das. In Australien habe ich dann öfter gebraucht, glaube ich. Schon. Eine halbe Stunde später. Ich habe den Rucksack zugemacht. Aber guck mal, hier ist noch Platz. Irgendwie hasse ich das, wenn das noch nicht so richtig ausgefüllt ist. Egal. Das ist schon mal fertig und der ganze Rest muss jetzt ins Fach passen. Ich will jetzt meine Unterwäsche machen. Jetzt stopft das nochmal ordentlich. Ey! Das Stativ kommt da rein. Ja, stimmt, das können wir nicht mitnehmen. Rivers run dry, dust spreads in the air. 2 dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy just breathing through this debate. Well, start come on, start a riot. When they love you too much, now it's fame, fake, or even hate. Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. It's a lot to take in, it's designed to know it, don't wait. Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. Was passiert? Wir haben zum ersten Mal in unserem Leben unseren Flug verpasst. Mann, so ein Scheiß. Also, dadurch, dass wir aus Thailand nach Indien fliegen, wird ein PCR-Test benötigt, weil Indien Thailand als Hochrisikogebiet nach wie vor ansieht. Das wussten wir nicht. Wir haben es jetzt in der Zeit nicht mehr geschafft. 1 bis 2 Stunden gedauert. Damit wären wir nicht mehr rechtzeitig reingekommen und jetzt haben wir den Flug hier verpasst. Ja, und müssen uns jetzt überlegen, wann wir fliegen.